Brand new season, brand new dawn for Formula One. It's the Bahrain Grand Prix, and it's lights out and away we go. Hallöchen, liebe Leute, willkommen zurück. Danke fürs Zusehen von einer weiteren Folge. Heute ist der Tag der Tage und zwar geht der nächste Grand Prix los. Ich hoffe, ihr seid schon gut durchgekommen. Ich hoffe, ihr habt auch die richtige Serie ausgewählt. Wir haben noch gar kein Rennen hier gemacht. Ich habe heute, wie ihr auch seht, hier rechts eingeblendet, habe mir das Angebot geholt gehabt für 1575 Coins. Da haben wir 10 Kisten aufgemacht und ja, da war einiges drin. Habe ein bisschen mehr gedacht, aber okay, passt. Ich wollte mir das letzte Woche schon holen, das Angebot. Und habe dann gedacht, nee, komm, lassen wir mal. Da hat er über 2000 Coins gekostet. Und ja, zum Glück habe ich es nicht gekauft, weil diese Woche war es einfach günstiger. Leute, genug gelabert. Wir springen mal direkt rein. Wir benutzen meine zwei besten Fahrer. Das ist Max Verstappen Epic Serie 12 auf 2 und Pierre Gasly Serie 11 auf 4. Und wir werden in dem Video, also diese Woche, werden wir mal die Champions League wieder ausprobieren, und zwar Serie 12. Und wir gucken mal, wie wir uns da qualifizieren, ob wir uns überhaupt qualifizieren. Ich hoffe doch natürlich, dass wir uns qualifizieren, weil letzte Woche unten in meinem Channel seht ihr das Video, da bin ich Platz 3 gefahren, und zwar bei Herausforderer bei der Serie 6. Und die Anwärter-Serie, die lassen wir mal so sein und wir machen direkt mal Champions League. Springen auch direkt mal rein, hoffen auf eine gute Gruppe. Und ja, drückt mir die Daumen, Leute. So, ja, sieht doch gut aus. Kaum Leute da. Hier, 4 Rennen, 75 Punkte hat derjenige gemacht. Das ist ein Durchschnitt von, ja, sagen wir mal 17 Punkte pro Rennen. Ja, wir hoffen mal, dass wir uns qualifizieren. Ja, wir hoffen. So, wir springen mal direkt rein. Die Preise sind uns ja schon bekannt. Und wir springen rein. So, bei der Warterei will ich mich mal bei allen bedanken für den ganzen Support diesen Monat. Wir haben seit einem Monat haben wir diesen YouTube-Channel gestartet und haben einiges an Abonnenten und Likes und Klicks und alles drum und dran. Ich hoffe wirklich, dass meine Videos hilfreich sind, dass die euch auf jeden Fall weiterhelfen, dass ihr eure Serien schnell bis zur Serie 12 so gesehen fertig kriegt und das Grinden und alles drum und dran. Ich drücke euch auf jeden Fall allen die Daumen, dass wir das Spiel rocken zusammen. Ja? So, Aserbaidschan, Baku, erstes Rennen von dem Warm-Up-Quali. Qualifikation, Leute, da haben wir keine große Erwartung. Wir werden uns auf jeden Fall in den hinteren Reihen qualifizieren. Mittelfeld wäre super. Allerdings, davon sind wir noch weit entfernt. Dafür müssen wir noch einiges uppen. So, hier. Platz 22 und Platz 24. Die Strategie sollte jedem bekannt sein. Und wir fahren mit dem ersten Fahrer. Pierre Gasly fährt eine 3-3-2. Und Max Verstappen kommt mal raus. Wir boosten natürlich beide Fahrer. Das ist ja vollkommen klar. Wir geben hier, was geben wir hier? Hier, ein bisschen hier. Geben wir ihm Prinz und Pierre Gasly kriegt mal den neuen Boost hier. Ewiges Feuer haben wir ja direkt viele bekommen durch die Kisten, die wir geöffnet haben. Wie gesagt, die sind rechts eingeblendet. Und ja, lass uns mal ein bisschen Spaß haben. Wir fahren mit einem Fahrer, fahren wir eine 3-3-2 oder eine 2-3-3. Das müssen wir gleich sehen im Rennen. Und mit dem anderen Fahrer fahren wir eine Einbox-Strategie, eine 4-4. Und das wäre in dem Fall Max Verstappen. So, jetzt hoffen wir mal, dass Pierre Gasly hier irgendwie nach innen zieht. Gucken wir uns mal an. So, wir müssen auch gleich aufhören, mit beiden Fahrern zu boosten. Sieht nicht gut aus, der Start. Haben wir schon fast verkackt. Aber ist nicht schlimm. Ist gar nicht so schlimm. Wir wissen ja selber, in der Ruhe liegt die Kraft. Wir sparen uns natürlich die Power und den Sprit für die letzten Runden hier. Weil die Jungs müssen ja sowieso pitten, sorry. Unser Gegner kommt mit Soft und Mediums, also genau das gleiche wie wir das machen. Ich hoffe, dass er da eine andere Strategie benutzt, sodass wir vor ihm rauskommen. Und ja, dann hoffen wir mal, dass wir hier gute Punkte erzielen. Unser Ziel ist mindestens ca. 15 bis 20 Punkte zu erzielen. Baku ist nicht so leicht, ja, wie wir ja alle wissen. Allerdings kriegen wir das schon irgendwie gebacken. Ja, brauchen wir uns ein schönes Flüppchen mit euch. So. Wie gesagt, die ersten 3 Runden, solange hier unsere Leute hier nicht pitten, bringt das auch nichts, hier großartig Gas zu geben. Ihr seht ja selber, der Circuit ist mega eng, ist halt ein City-Circuit.
Und wir hoffen natürlich, dass hier unser Gegner jetzt zum Beispiel, der hat ja eigentlich schon mit seinem Lewis Hamilton hier gut geboostet. Und der müsste jetzt eigentlich, müsste er reinkommen. Jupp. Und so läuft es auch. Wir können mit Pierre Gasly eventuell versuchen, unseren Gegner hier auf seinem Medium zu überholen. Und das gelingt uns auch. Das sieht doch super aus. So, wir können wieder runter vom Gas. Werden jetzt mit Pierre Gasly auf Medium wechseln. Sollen wir auf Medium wechseln, damit wir ein bisschen pushen können? Ja. Keine Reparatur. Brauchen wir nicht. So, unser Gegner ist jetzt von Soft auf Medium auch gewechselt. Wird, denke ich mal, auch wieder 3 Runden fahren. Hoffe ich mal für ihn. Er wird eine 2-3-3 fahren, so wie es aussieht. Und vor uns, ihr seht selber hier, unsere Bots, die fahren alle auf Hard. Also da ist nichts. So, Pierre Gasly kommt rein. Max Verstappen tut ein bisschen pushen jetzt bei der Geraden. Versucht hier gut wegzukommen. Sieht auch gut aus. Perfekt. So, und dann kommt er, die letzten 4 Runden, unser Pitstop 3,88. Das ist super, das ist top. Versucht beim Grand Prix maximale Teampunkte zu haben. Und so gut wie möglich eure Pit-Time, ja, dass ihr nicht so lange in der Box rumgammelt, damit ihr schnell da rauskommt. Und natürlich müssen wir dann auch hoffen, dass wir keinen Stau erwischen. Aber da stecken wir ja nicht drin. Das kommt ja immer darauf an, wie unsere Gegner hier auch pitten und unsere Bots hier pitten. So, Verstappen, ihr seht selber auf Medium, ist schon nicht leicht. So, Pierre Gasly gibt wieder Gas auf der Geraden, versucht hier den ein oder anderen auch nochmal zu machen hier. Jawohl, überholen unseren Gegner. Ja, gehen wieder runter vom Gas, weil wir müssen ja auf unsere Zuverlässigkeit hier achten. Unser Motor sonst geht kaputt. So. Max Verstappen kommt gut aus den Pits raus. Ist jetzt ganz, ganz hinten, aber halb so wild, weil vorne, die müssen alle pitten. Wir können jetzt auch Gas geben für eine Runde mit Max Verstappen. Versuchen da den Anschluss zu kriegen. So, Pierre Gasly tut jetzt auch wieder ein bisschen beschleunigen hier auf der Geraden. Versuchen da die Leute zu überholen, die jetzt pitten müssen, wie hier Platz 14, der Ferrari und Platz 16, sehr, sehr gut. So, ziehen an ihm vorbei. So, und Pierre Gasly kommt dann jetzt auch rein in der Runde und muss natürlich komplett reparieren. Ja, so, das ist meine Strategie für Baku. Bringt wenig hier direkt auf Softs rauszugehen und Gas zu geben. Ja, wir qualifizieren uns halt nicht hier in der Top 10, weil wenn wir in der Top 10 uns qualifizieren würden, also wenn ihr Serie 9 oder Serie 6 spielt und ihr qualifiziert euch sogar in der Top 5, ja, mit eurem Equip, da lohnt es sich natürlich mit Softies rauszukommen. Das Video findet ihr auch in meinem Channel, und zwar das von letzter Woche in dem Grand Prix. So, wir beschleunigen hier mit Max Verstappen, versuchen so gut wie möglich hier Plätze gut zu machen und dann gehen wir auch runter auf grün. So, Pierre Gasly gibt jetzt voll Gas auf seinen Softs für die letzten 2 Runden und versuchen da auch nochmal den ein oder anderen Platz zu machen. So, Max Verstappen muss jetzt erstmal ein bisschen auf grün fahren. Latifi vor uns muss pitten. Wir haben jetzt den Platz verloren. Ne, haben uns wieder zurückgeholt, können jetzt ein bisschen wieder Gas geben. So, versuchen da auch einen guten Anschluss noch zu kriegen. Weil die Jungs vor uns müssen ja auch pitten noch. Hier, Latifi, Vettel fährt durch. Dann Yuki Tsunoda auf 12 kommt gerade in die Pits. Mal gucken, ob wir den kriegen. Das wäre natürlich ein Traum. So, schalten wieder runter. Geben Gas, geben Gas, geben Gas. Komm, 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 komm. Ah, haben wir nicht geschafft, aber Pierre Gasly kommt da von hinten und macht auch nochmal einige Plätze gut. So, der kann auf Vollgas fahren. Wie viele Punkte haben wir hier? 12. Sieht nicht so gut aus. Wir brauchen ja mehr, haben wir ja gesagt. Unser Gegner ist auch hier ordentlich am Pushen hinter mir mit seinem Gasly und überholt uns sogar. Das ist ja Wahnsinn. Ah, holen wir uns wieder. So muss das sein. Ich hoffe, dass wir auf der Geraden den Mick Schumacher hier kriegen können. Hier, unser Max Verstappen macht sogar noch Position 16 gut. So, und jetzt komplett Vollgas für die Gerade. Da macht er auch nochmal hier super gut. Gasly macht auch nochmal Platz 19. Sehr, sehr schön. So, Platz 16 und Platz 19, insgesamt 15 Punkte. Ist okay für das erste Rennen. Wir versuchen, wie schon gesagt, Platz 17 sage ich schon. 17 Punkte, 18 Punkte, Leute. Wir machen noch ein Rennen zusammen. Die Folge ist ein bisschen länger, weil wir fahren hier in der Champions League. Ja, unser Fahrer hier selber 3-3 hat er die. Also hätte eigentlich gewinnen müssen, hat er aber nicht geschafft. Ihr seht selber,
Hier Platz 1, Platz 2, Max Verstappen und Charles Leclerc fahren selber auf eine Einbox-Strategie. So muss man eigentlich auch hier fahren in Baku. Nur wenn man sich dann hinten platziert, so wie in meinem Fall, bringt das Pushen ja auch gar nicht so viel. Von daher, ja, da versuchen wir lieber auf Medium, damit wir da die ein oder andere Sekunde wieder gut machen können. So, wir springen direkt in den nächsten, und zwar Suzuka, hier ab nach Japan. Fahren wir rein. Wie gesagt, die Folge enthält 3 Rennen, Leute. Und zwar das erste, das zweite und das letzte Rennen. Und ich hoffe, ihr bleibt bis zum Ende da. Gebt dem Video einen Like. Wirklich, ich bin so happy wegen dem ganzen Support. Ja, also das ist so geil, dass ihr mich so supportet mit Likes und mit Followers. Und ich hoffe, dass wir noch mehr kriegen. Lass uns die 1000 Abonnenten erreichen. Ja, lass uns wirklich die 1000 Abonnenten erreichen. Das wäre mega super. Wir haben hier den gleichen Gegner, oder? Hab da jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber ihr seht selber, der hat auch ein paar Teampunkte mehr. Hat natürlich auch ein paar Flaggen mehr, der Jung. Aber halb so wild. Das heißt noch lange nicht, dass wir verlieren. So, hoffen auf eine bessere Quali. Es wäre echt ein Traum, dass wir uns ein bisschen besser qualifizieren. Aber das ist echt schwer. Da müssen wir noch einiges upgraden. So, hier unser Gegner, 20 und 22. Davon würde ich träumen. So, Suzuka. Da fahren wir. Normalerweise fahre ich damit zweimal auf Medium und so fahren wir auch. Ja, wir boosten wieder unsere Fahrer, ist ja klar. Und zwar geben wir denen jetzt mal andere Boosts. Wir geben mal ein bisschen Abtrieb, also damit wir ein bisschen Downforce kriegen hier vorne. Und mit dem anderen fahren wir auch hier. Ewiges Feuer, das gibt ja auch nochmal reichlich an Grip und an Geschwindigkeit und an allem eigentlich. So, boosten wieder am Anfang, Leute. Unser Gegner kommt mit Softies raus und auf Medium wird, denke ich mal, auch so eine Strategie fahren, so wie wir. Wird eine 3-4 fahren oder sogar eine 4-3 mit seinem Medium. So, wir hoffen, dass wir hier gut wegkommen. Direkt am Start. Jawohl. So, wir boosten ein Tick. Ja, nur ein Tick. Sieht auch schon gut aus. Boah, unser Gegner da, der knallt da richtig schön in die Kurven rein. So, hoffen jetzt hier. Hier müssen wir leider auch vom Gas geben jetzt hier nach der Kurve. Ja, da haben wir jetzt noch ein paar Plätze verloren. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Wir gehen jetzt mit beiden mal runter vom Gas und gucken mal, wie wir uns hier einsortieren in dem Rennen. So, Pierre Gasly kann wieder Gas geben. Mit ihm möchte ich eigentlich eine 3-4 fahren und mit Max Verstappen eine 4-3 in dem Rennen. Versuchen jetzt auf der Zielgeraden jetzt hier noch ein bisschen zu beschleunigen. Mit Gasly, komm. Das wäre super, dass der hier wegkommt. Damit wir hier ein paar Plätze machen, verdammt. So, da, komm, perfekt. Da haben wir schon den Gegner. Und jetzt auch nochmal, komm, schön nach innen ziehen. Nein, natürlich nicht. Verlieren da den einen Platz, machen aber wieder einen gut. Wie ihr seht, wir boosten 3 Runden lang. Bloß nicht nachmachen, Leute. Bloß nicht nachmachen. Wir hoffen natürlich auf einen riesen Fehler von unserem Gegner, dass er da einen Fehler in der Strategie hat. Und dann können wir da eventuell noch in den letzten 2 Runden was gut machen. So, wir reparieren mit Gasly, ist ja klar. Wir werden jetzt hier versuchen noch Platz 18 zu machen. Sehr schön, haben wir gemacht. Und jetzt nach der Kurve hier geben wir ein bisschen runter vom Gas. Aber auch nur ein bisschen. So. Mit Max können wir hier ein bisschen beschleunigen. Und ihr seht selber in Serie 12, wie da der Motor drunter leidet, ja. So, unser Gegner muss auch rein. Ist ja klar, mit seinen Softies. Wir können jetzt mit Max Verstappen ein bisschen pushen, versuchen da jetzt die Leute, die in die Boxengasse gekommen sind, zu überholen und versuchen weit wie möglich nach vorne zu kommen. Haben wir auch geschafft, sieht auch gut aus. So, gehen wieder runter vom Gas und versuchen so gut wie möglich zu blocken. In der Runde allerdings müssen wir auch pitten. Unser Gegner war mit beiden Fahrern drin und wie ihr seht, ist Max Verstappen von ihm jetzt wieder auf Soft-Tires gekommen, ja? Also auf Softies. Das heißt, er muss nochmal pitten. Wir versuchen jetzt mit Pierre Gasly noch, bevor wir hier auf die lange Gerade gehen, noch Platz 21 zu machen. Jawohl, passiert auch. Gehen jetzt runter vom Gas, versuchen so gut wie möglich zu blocken. Mit Max Verstappen versuchen wir da noch den einen Zentimeter noch zu machen. So, der muss jetzt nämlich pitten.
Wir können mit Pierre Gasly auch ein bisschen wieder Gas geben hier bei der Start- und Ziellinie. Versuchen da auch nochmal ein paar Leute zu überholen, die in die Boxengasse gekommen sind und gehen dann wieder auf Mittel. So, Max Verstappen kann jetzt eigentlich rein theoretisch Vollgas geben. Und zwar bis Ende des Rennens. So, hier Pierre Gasly macht sogar noch einen Platz. Sehr, sehr schön. Ja, das sieht doch sehr, sehr gut aus hier. Wie sieht es denn aus vor uns? Ja, die sind alle hier auf Hard. Unser Gegner muss, wie ich schon gesagt habe, nochmal in die Pits. So, Gasly hat jetzt den Platz verloren, aber halb so wild. Wir können jetzt wieder ein bisschen beschleunigen. Da machen wir auch den einen Platz wieder. Und da müssen wir jetzt aufpassen auf unsere Reifen. Sonst kommen wir nämlich nicht an. So, Max Verstappen hat jetzt erst den Gegner überholt. Ein bisschen zu spät, aber halb so wild. So, und dann gucken wir uns nochmal hier unsere Gegner an. Hier, Lance Stroll. Ja, hier. Vor uns. Die müssen alle rein hier. Hier, Max Verstappen, unser Gegner muss rein. Danach Albon auch nochmal auf Hard. Der muss auch nochmal rein. Versuchen da keinen Platz zu verlieren hier mit Pierre Gasly. Am besten sogar noch ein oder zwei Plätze zu machen. Ja, unser Gegner muss rein. Das ist schon mal auf jeden Fall sicher. So, und jetzt können wir hier nochmal Gas geben, um natürlich auch den Gegner zu überholen und die anderen zwei, die in der Pit sind. So, und da haben wir es. So, das sieht auch schon mal besser aus. So, haben jetzt 17 Punkte. Genau das, was wir eigentlich haben wollen. Ja, ein paar mehr wäre noch super. Komm, Jungs. Hier Max Verstappen eventuell noch Platz 17 und Platz 16 vor sich. Mal gucken, auf was für Reifen die sind. Ja, hier. Softies, die sind aber gleich weg von ihm. Da macht er sogar noch einen Platz, ey. Wahnsinn. Mit seinen kaputten Reifen da. So, hier. Komm. Da macht er sogar noch einen Platz. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. So, jetzt hat er aber keinen Reifen mehr. Hier, seht ihr selber. So, haben wir wieder zurückgeholt und ich hoffe, dass Max Verstappen noch P17, nein, dann verliert er. P17, doch, da haben wir den. Ja, da haben wir. 15 und 17, 18 Punkte. Das ist perfekt. Genau da wollen wir auch hin. So. Ist schwer, Leute, wie ihr seht. 18 Punkte haben wir erreicht. In 2 Rennen jetzt haben wir wenigstens ein paar Punktchen erreicht. So, da gucken wir uns nochmal das Equipment hier an. So, hier 2 und 3. Ja. Und dann hier, schaut euch das mal an. 151 Power, 139 Aero, 159 Grip. Also rein von seinen Werten her muss der Gegner dieses Rennen eigentlich gewinnen. Aber hat er nicht gemacht. So, gucken wir uns mal an, wo wir jetzt gerade sind in der Qualifikationsrunde. Und wir sind bei 2 Rennen auf 33 Punkte. So, ob wir es schaffen, ja, gute Frage. Wir haben noch Belgien vor uns. Da können wir eigentlich noch gute Punkte machen und dann nochmal Baku. Und ja, wir hoffen natürlich auf eine gute Qualifikationsrunde hier, dass wir uns qualifizieren und dann natürlich auch auf ein gutes Finale. Leute, wir sehen uns beim letzten Rennen. Ich hoffe, ihr seid noch da und wir sehen uns später.